Hallo ihr wundervollen Menschen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien und alles, was sonst noch zum Gesamtkonstrukt dazugehört. Und wir schauen uns alles aus psychologischer und aus philosophischer Sichtweise an und versuchen, oder ich versuche, so viele Layers, so viele Perspektivmöglichkeiten wie möglich aufzufinden, die man in so einem Song oder aus so einem Song heraushören kann. Weil so ein Song schafft es immer wieder, uns Menschen miteinander zu verbinden. Obwohl wir so unterschiedliche Geschichten haben, finden wir uns immer wieder in Songs wieder. Und das liegt daran, dass wir ziemlich gut darin sind, Dinge in etwas hinein zu interpretieren und zu glauben, dass es etwas mit uns zu tun hat. Dabei gibt es so viele mehr Möglichkeiten als das, was wir vielleicht dort hinaus oder heraushören aus dem Song. Genau. Und heute haben wir wieder mal Impatient, Ren und Chris Webby. Ich habe tatsächlich jetzt auch schon den ersten Song von Chris Webby gemacht, Raw Swords 7. Huiuiuiui. Krasses Teil. Die Empfehlung war auf jeden Fall ziemlich knackig und ziemlich gut. Von daher, entweder droppe ich die Chris Webby Reaction vor diesem Video oder ein paar Tage nach diesem Video. Von daher schaut gerne schon mal auf meinen Kanal, was ich da so fabriziert habe und ob ihr das schon habt. Und wenn ihr Bescheid wissen wollt, wann das Chris Webby Video rauskommt, weil ich das doch noch nicht veröffentlicht habe, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Genau. Aber jetzt bin ich gespannt. Caskets, ich musste tatsächlich den Begriff nochmal nachgucken. Und in dem Google-Übersetzer heißt das Schatulle. Ich fand das ganz spannend. In weiteren Übersetzungen hieß es dann eben auch, dass es sowas wie Sarg oder Kiste noch sein kann. Aber soweit ich weiß, ist Sarg ja an sich eigentlich eher Coffin. Aber ich bin gespannt, was das Video hergibt. Und ja, lasst uns loslegen. If I don't wake tomorrow morning, empty shoes on the side of the hall, and if my number stops calling, picture frames hanging up by the door. You try to reach right in and hold on to the little things, but they slip away. But it's okay, 'cause I had a hell of a time. Know that I had the time of my life. So remember me and smile. All of the souls heading back home down a one-way road. So it goes until the casket's closed. Okay. Ich musste ein ganz klein bisschen an was von Disney oder von Pixar, das Up, irgendwie an diese Kurzsequenz denken, wie die beiden sich kennenlernen und zusammen alt werden, ihre ganze Geschichte und wie sie dann am Ende quasi verstirbt. So. Genau, aber lasst uns mal kurz gucken nach Lyrics. Ren hat uns doch bestimmt... Ach, hier. Also. Das ist dieses... Also, das, was ich hier so ein bisschen schon habe. Das ist morgens. Hier bei mir ist es jetzt gerade irgendwie 8 Uhr früh. Aber ich wollte dieses Video machen und mein Tag heute ist aber voll. Deswegen ist mein Gehirn, glaube ich, noch nicht so ganz angesprungen. Und ich bin ein bisschen kränklich. Egal. Wir kriegen das hin. Das ist Gedanken sortieren. Also, das, was immer wieder ist, wir leben unser Leben. Und wenn wir im Hier und Jetzt sind, so. Und ich meine, wir sehen hier in dem Video eine Zeit, die noch außerhalb von Handys ist. So. Oder wo Handys so übergreifend gewesen sind, ne? Und Doomscrolling und Social Media und sowas ein Ding gewesen ist. Könnte sogar fast noch eine Zeit sein, wo Internet nicht wirklich zugänglich war.
Und da waren die Menschen noch mal mehr im Hier und Jetzt und haben viel mehr das aufgenommen, was um sie herum passiert ist. So. Und das ist das Schöne, weil die Leute tiefere Erinnerungen haben. Heutzutage sind die Menschen ja schnell Handy und alles aufnehmen und so weiter und ist das Bild gut und so weiter, aber sie sind gar nicht mehr direkt im Moment. Manche schaffen es so ein bisschen von beidem, so, aber die Momente rutschen uns schneller weg. Wenn wir nicht so sehr direkt drin sind, dann sind die Erinnerungen schneller verblasst, weil wir weniger mit allen Sinnen aufgenommen haben, weil unser Gehirn weniger Zeit mit der Prozessierung und der Verarbeitung gebraucht hat. Und dadurch wird dem nicht so ein Wichtigkeitsmarker zugesendet, sondern wie ich da vielleicht mit meinem Handy stand und was ich für einen Struggle hatte oder so. Vielleicht eher das. Und es ist ja sowohl als auch, ne? Also wir sind schon auch immer noch im Moment, aber wir werden viel abgelenkt. Aber selbst die Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht in der damaligen Zeit gewesen sind und die nicht so abgelenkt gewesen sind oder die mehr im Hier und Jetzt waren und alles mit vollen Zügen aufgenommen haben und wahrgenommen haben, auch dort, ne, über die Jahre hinweg verblassen Erinnerungen. So. Aber das, was bleibt, ist oft so ein Gesamtgefühl zu bestimmten Phasen unseres Lebens, zu bestimmten Personen in unserem Leben. Und dieses Gefühl dazu, das ist das, was nicht geht, sozusagen. Das, was bleibt. Und ja, lass uns erstmal weiterhören. Ich spüre nur mal ein bisschen zurück. Das ist so schön, ne, die zwei zu sehen. Man hat direkt man ist direkt irgendwie so involviert, emotional ein bisschen. Hey. Heading back home down a one-way road, so it goes until the casket's closed. Und dieses Until the Casket's Close, das spricht dann wieder für Sarg, ne? So, in dem Sinne Schatulle spricht dann eher auch für, ne? Oder bis die Kiste schließt, oder bis das Kapitel schließt. Das kann natürlich auch eine Übertragung sein, ne? Also zu sagen, wir haben verschiedene Kapitel in unserem Leben und manchmal geht ein Kapitel zu Ende und das kann eine Scheidung sein, das kann der Tod von einem Kind, von einem Vater, von Ehemann, Ehefrau oder was auch immer sein. So. Es kann aber auch einfach sein, dass es sowas ist wie das Haus verlassen, ne, und woanders hinziehen, einen neuen Beruf anfangen oder einen alten, langjährigen Beruf verlassen und in Rente gehen oder sowas. Oder Kindheit mit Spielen und Kita und so weiter verlassen und ab in die Schule. Das sind ja unterschiedliche Abteilungen unseres Lebens sozusagen. Das könnte es auch bedeuten. Also es muss nicht unbedingt der Coffin sein, der Sarg. Genau. So, jetzt lasst uns aber weiterhören. Ich versuche mal ein bisschen mehr durchzuhören. Eigentlich hatte ich das vor und war dann aber doch zu sehr im Moment. So it goes until the casket's closed. And if you get that sinking feeling, thinking about the time we shared, I hope it helps you with your healing. Knowing that I wasn't scared, I savored everything. I pressed the world up against my skin. I was lucky, I guess. I always found the beauty in the mess. You gotta hold on to the little things, but you gotta let go just a little bit. When another one goes, one will find their wings. Then they'll find their way home, little take and give. Into the unknown and the changing tides. The sun sets low on an endless sky. So much we don't know, I don't know why. But I'll be fine, 'cause I had a hell of a time. Know that I had the time of my life. So remember me and smile. All of the souls heading back home down a one-way road. So it goes until the casket's closed. Raise a toast as the curtains close and the sunset fades to black. So the story goes, we all walk with ghosts, no one-way tickets back. The casualties of our memories that slip right through the cracks.
All the inside jokes and the times we spoke will stay frozen in the past. You gotta hold on to the little things, but you gotta let go just a little bit. I guess we'll never know what tomorrow brings, but just know you're not alone in the thick of it. I know it feels cold when the casket's closed, stories untold on a headstone. For those who grow old, it'll fly by in the blink of an eye. So we'll have a hell of a time. Know that we'll have the time of our lives. So remember us and smile. All of the souls heading back home down a one-way road. So it goes until the casket's closed. We'll have a hell of a time. Know that we'll have the time of our lives. So remember us and smile. All of the souls heading back home down a one-way road. So it goes until the casket's closed. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, gib mir einen Moment. Und das am frühen Morgen. Was für ein schöner Song. Okay, kurz sortieren. Also, Verlust. Also, doch Sarg, in dem Sinne gemeint hier, ne? Und das große Thema Verlust. Und gleichzeitig, und das ist das Schöne hier an dem Song, wenn wir uns dem Refrain zu widmen, ist alles okay. Ich hatte eine tolle Zeit. So. Und es gibt ja durchaus auch Kulturen, wo Tod nicht betrauert wird in dem Sinne. Also ja, es gibt auch eine Zeit zum Trauern. Und dann kommen Rituale, wo das Leben und die Person gefeiert werden. Wo sich Geschichten erzählt werden über die Person, was sie so mit dieser Person erlebt haben. Wie die Person gewesen ist, was die Person alles erlebt hat, was sie gemacht hat. Es wird auf sie getrunken, es wird auf sie getanzt. Manchmal werden auch so ganz lustige Dinge vorher vereinbart, ne? Dass irgendwie jemand dass irgendwie der beste Kumpel in irgendeinem Rock oder irgendeinem Kleid dort aufschlagen soll zur Beerdigung oder dass Konfetti fliegt oder was auch immer. So. Weil es darum geht, wir hatten das Glück, auf diese Welt zu kommen. Wir hatten das Glück, leben zu dürfen. Manche länger als andere. Ne? Wir haben hier auch ein Baby gesehen, also nicht ein Baby, sondern das Bild von, wie heißt das? Wo man das Kind im Bauch noch sieht. Mir fehlt gerade das Wort, ihr wisst, was ich meine. Also manche werden niemals geboren. Und dennoch ist es klar, dass das Kind auch schon im Mutterleib Erfahrungen macht. Und da gibt es verschiedenste Arten und Weisen, da drauf zu gucken, ne? So aus religiöser, spiritueller Sicht. Und manchmal ist es auch vielleicht gar nicht dringend notwendig, eine Erklärung zu finden, aber Erklärungen helfen uns, besser mit den Dingen umzugehen. Ich mache mal hier das Bild weg, genau. Also, ja. Und das sind so unterschiedliche Menschen, ne? Wir sehen, wie auch Haustiere betrauert werden. Eine Freundin von mir, die ist unter anderem in der Trauerbegleitung für Menschen, die ihre Haustiere verloren haben. Weil für manche Menschen sind Haustiere Familienmitglieder, wie Kinder. Das ist ein Wegbegleiter, nicht nur ein Haustier.
Und da hängen genau die gleichen Emotionen dran, wie bei Menschen, wie bei Familienmitgliedern, wie bei Freunden, wenn wir die verlieren. Und die brauchen genauso jemanden, der sie begleitet durch die Trauer. Wir haben gesehen, wie jemand Kinder verloren hat, wie jemand Mann oder Frau verloren hat, wie Eltern verloren, also wo die Eltern verstorben sind und wir die Eltern betrauert haben. Wir haben gesehen, wie jemand den Sterbeprozess, den Krankheitsprozess seines Partners begleitet hat und zusehen musste quasi, wie die Fähigkeiten zu leben immer geringer wurden und der Schmerz, der da drin enthalten ist. Wie Vorbilder und Ikonen manchmal für uns sterben, die Dinge vorangebracht haben, die für uns gekämpft haben oder für Rechte gekämpft haben, die viel zu früh versterben. So. Es gibt ja so viele Arten von Leben beenden. Sogar teilweise selbst gewählt. Manchmal aus Verzweiflung und manchmal, weil es einfach reicht, ab einem gewissen Alter. Ja, und dann immer wieder an den Punkt zu kommen von, mach dir keine Sorgen um mich. Das war geil. Ich habe die Zeit so sehr genossen hier. Und das ist natürlich immer auch so die Frage, ne? Es gibt ja auch durchaus Kinder, die auf die Welt kommen und die schon krank sind. Und die von Anfang an Leiden mitbringen sozusagen. Und gleichzeitig gibt es auch dort so viel Lebensfreude bei so vielen Kindern. Und gerade bei diesen Kindern, ne, die dann die kleinen Dinge immer mehr zu schätzen wissen. Und das ist auch das, wovon Ren hier spricht, ne, auch diese kleinen Dinge im Leben. Auch wenn sie manchmal schnell wieder hinten runterrutschen, weil wir ihnen nicht so viel Bedeutung gegeben haben. Trotzdem diesen Punkt zu haben, das mit jedem Zug zu genießen. Gerade, ne, das ist das Spannende, wenn so unterschiedliche Werte reinkommen, gerade wenn so Krankheit ansteht. Oder es gibt ja auch immer diese Frage, wenn du wüsstest, dass du morgen stirbst, wie würdest du deinen letzten Tag verbringen? Plötzlich ändern sich die Werte, wie wir mit unserem Leben umgehen, wie wir das Leben erleben. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Tag Doomscrolling machen würde, wenn ich wüsste, dass ich morgen sterbe. Und wenn ich weiß, dass ich krank bin und so viel Leid dort ist, dann weiß ich die Dinge, wo ich mal Freude empfinde, wo ich mal abgelenkt davon bin, wo ich einfach im Hier und Jetzt erleben kann, wo ich vielleicht mal einfach schmerzfrei bin und anders durch die Straßen gehen kann. Oder wenn wir jetzt von Ren sprechen, der so viel Leid und so viel Krankheit, also durch seine Krankheit so viel Leid erlebt hat. Und wie sehr er das jetzt nochmal anders genießt, als andere Künstler auf die Bühne gehen zu können, jetzt gerade mit The Big Push. Und diese Konzerte zu spielen, die Dankbarkeit, dass es ihm möglich ist, die Dankbarkeit, dass so viele Fans da sind und ihn feiern und mitsingen, ihn supporten und sich mit ihm freuen. Das ist ganz anders für Ren als für manch anderen Künstler, der, klar, viele Künstler sind von Anfang an, ne, das ist nicht gleich dieses, die Konzerthallen sind voll und let's go. So, klar, da gibt es auch Struggle und man weiß es dann vielleicht irgendwann zu schätzen, wenn die Hallen voller werden, wenn das Publikum größer wird, wenn das Publikum deine Songs mitsingen kann. Und dennoch sind die Werte anders geschiftet oder anders wichtig sozusagen. Und eben auch bei Ren, ne, dieses, solange es nicht vorbei ist, gebe ich das Beste, was ich kann. Auch wenn ich diese Phasen hatte, wo ich in meinem Bett hing und dachte, das ist jetzt hier mein Sarg, ich komme hier nie wieder raus. Und in die Depression abgerutscht ist. Dennoch gibt es dann genau diese Momente, wo es dann aufhört, wo es besser wird, wo Hoffnung wieder reinkommen kann, dieses Pendel. Ja, lasst uns noch mal kurz ein bisschen hier in die Lyrics reingucken. Das ist genau den Satz, fand ich auch so schön, ne? I was lucky, I guess, I always found the beauty in the mess. Und da muss ich auch gerade so ein bisschen an die ADHS-Diagnose denken von Ren. Und ich meine, wenn wir jetzt, ich kenne ja jetzt nur einen Song von Webby, so dieses War of Swords 7. Aber es zeigt auf jeden Fall, worüber Webby sich Gedanken macht.
Und das ist eine ganze Menge und es ist ein sehr komplexes Denken. Und ich meine, Webby wird wahrscheinlich nicht umsonst auch den Song mit Ren Neurodivergenz gemacht haben und diese Zeilen verfasst haben. Das heißt auch dort, ne, wenn die Gedanken so auf einen einströmen, wenn das Chaos vermutlich oder vermeintlich ausbricht, wenn alles überfordernd, überwältigend ist, an Reizen, an Informationen, an Weltschmerz, an was auch immer. So die ganzen Emotionen, die damit einhergehen. Und dieses I found the beauty in the mess kann zum einen in die Richtung gehen, sie haben beide Kunst draus gemacht. Sie haben das genutzt, um etwas daraus zu kreieren, was wunderschön ist und anderen etwas Schönes gibt und für sich selbst quasi ein Outlet bietet und etwas, über das sie selber feiern können, wo sie wieder schöne Momente für sich mit kreieren können. Oder auch einfach nur ein Outlet haben und das wiederum feiern können, dass sie das rauslassen konnten. Aber auch einfach diese Momente von, okay, die Welt ist, wie sie ist. Und das ist alles viel und gleichzeitig, sagen wir es mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich spreche jetzt erstmal nur von mir, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber ich glaube, dass es durchaus auch verschiedene Layers davon gibt. Bei allem, dass zum Beispiel eben, ne, bei mir Hochsensibilität und ADS, es immer wieder auch eine Überforderung gibt, bin ich oft so dankbar auch für die Feinfühligkeit, für all das, was ich wahrnehmen kann, was andere nicht wahrnehmen können. Und da ist oft auch so viel Schönheit drin. Ne? Also wenn ich zum Beispiel in die Natur gehe, dann kann ich da sitzen und so viel sehen, so viel wahrnehmen. Und das fühlt sich oft so intensiv an, dass ich manchmal, wenn dann noch eine schöne Musik oben drauf kommt, zum Beispiel von Ludovico Einaudi oder sowas, dass ich dann weine, weil es so schön ist, weil es so überwältigend schön ist. Und das ist wiederum ein Geschenk. So. Ja, das war nochmal so ein Gedanke. When another one goes, one will find other wings. And they'll find their way home, little take and give, into the unknown and the changing tides. The sun lets low and on an endless sky. So much we don't know, I don't know why, but I'll be fine. So schön gesagt, ne? Und bei diesen One will find their wings muss ich schon wieder an Ren denken und an Freckled Angels, an Joe, der seine Flügel bekommen hat. So. Und die sich auf die Reise machen. Und wir haben keine Ahnung, was diese Reise ist. Und ob es überhaupt eine Reise gibt. Aber in dieser Geschichte hier gibt es quasi eine Reise. Irgendwo ins Unbekannte. Und es ist erstmal ein tröstender Gedanke, dass es ein Danach gibt. Dass es eventuell ein besseres Danach gibt, ein leichteres. Im Spirituellen ist es immer dieser Punkt von, wir gehen wieder zurück in die Gesamtheit. Ne? Dass wir quasi aus der Gesamtheit im Universum oder was auch immer kommen und auf diese Welt, in diese Realität kommen, wo die Dinge voneinander getrennt sind, wo wir polarisieren, wo wir Dinge gegeneinander ausspielen, wo wir Schubladendenken haben, wo wir oft separieren und sagen, das kann nicht zusammengehen, das funktioniert nicht und dementsprechend eben selber auch getrennt sind von unserer Ganzheit in uns selbst, aber auch von der Ganzheit, von der Zusammengehörigkeit von anderen Menschen, damit wir bestimmte Erfahrungen machen können in der Reibung aneinander und mit anderen Dingen und auch in uns selbst. Es gibt so schöne Sichtweisen quasi auf das Leben und auf den Tod. Und jeder, und das ist das Coole, darf sich aussuchen, was sich für ihn am besten anfühlt und durch welche Brille er am liebsten auf das Leben und den Tod schauen will und was ihm gut tut. Und da, wo es immer schwierig wird, ist, wenn wir an den Dingen festhalten wollen, wenn wir an Meinungen, Wahrheiten, Dingen, Menschen festhalten wollen. Weil dann fängt es an, mehr Reibung zu erzeugen und dann leiden wir eher darunter sozusagen, wenn wir nicht flexibel sind, wenn wir nicht mit den Dingen
mitgehen können und uns anpassen oder das annehmen, wie es ist. Und aufhören, diese kleinen Dinge zu schätzen oder zu sehen und im Hier und Jetzt zu bleiben, sondern wir halten dann an der Vergangenheit fest, an Überzeugungen von früher und passen sie nicht an. Wir machen keinen Realitätscheck oder kein Update sozusagen. So. Wir bleiben da fest stehen. Und das kann manchmal eben genauso sein, ne, wenn wir Menschen haben, die uns besonders wichtig im Leben waren. Immer wenn wir mit Menschen in irgendeiner Form in Beziehung sind, dann verbinden wir ja etwas mit ihnen. Meistens bestimmte Werte, wo wir das Gefühl haben, mit dieser Person kann ich diesen Wert leben. Ich kann mit dem, weiß ich nicht, mit meinem besten Freund kann ich so gut lachen. Ich kann so viel Freude mit dem in meinem Leben haben, weil der genau meinen Humor hat. Und dann ist der Wert Freude, ja, oder Humor oder was auch immer, so, oder Leichtigkeit. Oder bei meinen Eltern bedingungslose Liebe. Geht nicht für alle Eltern, das ist klar, aber ne, für manche Menschen ist das so. Von meinen Eltern werde ich bedingungslos geliebt. Wenn die nicht mehr sind, dann habe ich niemanden mehr, der mich bedingungslos liebt. Das ist wieder ein Wert. Ne? Und mit jedem Menschen gehen ein oder zwei oder vielleicht sogar mehr Werte, die wir damit verknüpfen und wo wir aber auch die Überzeugung gebildet haben, dass ich diese Werte nicht mehr leben kann, wenn die Person weg ist. Und wir halten so sehr daran fest und trauern eben nicht nur um den Menschen, sondern eben auch um den Wert. Und das bringt uns oft dann in so einen Stuck-State, ne? In so einen, wo wir so im Mangel bleiben, im Opfer bleiben, in der Trauer bleiben, in der Wut bleiben, wo wir uns nicht mehr bewegen können, wo wir wie festgefroren sind. Und da gibt es wenig Veränderung und wir beharren darauf, dass das jetzt so ist und wir gehen nicht vorwärts, wir bleiben in der Vergangenheit stecken. Und das macht diese Trauer aus und dieses Leid. Und das ist echt und das ist nicht, weil die Menschen sich ganz bewusst dafür entscheiden, so, sondern das ist jetzt nicht so, jetzt hör doch mal auf, da dran festzuhalten und mach was anderes. Die Menschen sind sich ja jetzt gar nicht bewusst, was da passiert. Sie trauern einfach nur. Das ist also für manche, es gibt immer einen guten Trauerprozess, der sozusagen über eine gewisse Zeit geht, die total gesund ist. So. Und irgendwann ab einem gewissen Grad wird es dann mehr zu einem Leid und überproportional lang festhaltend. Und dann ist es wichtig zu gucken, worum geht es hier eigentlich? Und zu schauen, die Werte, die ich verloren habe, zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt bei den Werten bleiben, wie kann ich die anders in mein Leben holen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich diese Werte weiterhin leben kann? Vielleicht nicht mehr ganz so intensiv wie mit dieser Person, aber vielleicht annähernd. Wie kann ich das in mein Leben holen? Über andere Menschen, über Unternehmungen oder in mir selbst finden auch. Ne, wenn wir jetzt zum Beispiel von der bedingungslosen Liebe reden. Und das ist nicht immer ein einfacher Weg. Aber es ist ein wichtiger Weg. So. Ja. Lasst uns weiter gucken. Ja, Stories untold on a headstone. Na, wir hätten vielleicht noch so viel mehr miteinander erleben können. Und da fehlen noch ein paar Geschichten, die nicht erzählt wurden. So, aber so funktioniert das, so ist es. Und es werden andere Geschichten erzählt mit anderen Menschen, meine eigene Geschichte, meine eigenen Gedanken. Es ist immer die Frage, worauf fokussiere ich mich? Fokussiere ich mich auf das, was nicht ist? Oder schaue ich nach anderen Möglichkeiten, nach anderen Perspektiven, nach anderen Chancen, die auch da sind? Oder bleibe ich fest darauf verankert, was ich nicht habe, auf diesem Mangel, auf diesem Opfer, auf diesem, das ist nicht mehr, das wird auch nie sein. Ja. Was für ein schöner Song. Wow. Ja, was sind eure Gedanken? Was sind eure Perspektiven? Habt ihr Erfahrungen mit Verlust gemacht? Und wie seid ihr damit umgegangen? Wie geht ihr jetzt damit um? Ja. Ich habe bis jetzt zum Glück noch nicht so wirklich jemanden verloren. Nur 3 Haustiere.
das war emotional genug. Aber ja, teilt gerne in den Kommentaren, wie es euch damit ging. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt auf der Rennreise, auf der Inpatient-Reise oder wenn ihr mehr von Chris Webby auch sehen wollt, dann, oder auch schaut gerne auf meinem Kanal, ich habe noch so viel mehr. Wenn ihr mehr so einen Content mit tiefen psychologischen Themen sehen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ansonsten droppt auch gerne in den Kommentaren nochmal andere Vorschläge für andere Künstler, die ich mir vielleicht auf jeden Fall nochmal anschauen sollte. Genau. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ach, nein, wir lassen das so. Doch. Ich hatte nämlich die ganze Zeit während des Videos überlegt, an was für ein anderes Video mich das erinnert hat. Weil die Story kam mir sehr bekannt vor. Das hat mich sehr an NF erinnert. Ach, wie hieß denn der Song? Verdammt. Muss ich mal kurz gucken. Ich schneide das mal hier raus und dann sage ich euch Bescheid. Also, ich hab's von NF, If You Want Love. Das ist ein sehr, sehr ähnliches Video. Kann ich euch sehr empfehlen, euch das mal anzuschauen. Es ist ein sehr, sehr schönes Video, auch ein sehr, sehr schöner Song. Ich habe dazu noch keine Reaction gemacht, weil leider die NF-Videos nicht so gut gefragt sind auf Deutsch anscheinend. Von daher, genau, aber schaut euch das an. Und ansonsten natürlich, geht auch auf die Inpatient-Seite, liked das Originalvideo, abonniert den Kanal von Inpatient, von Chris Webby und Ren. Und natürlich checkt auch den ganzen Kram von Chris Webby und von Ren aus. Support them. Genau, und jetzt aber Feierabend. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis dann.